So, das ist das Auto vom Andreas. Er heißt aber Rees, wird er genannt. Das ist so der Rufname, der da ist. Und der Rees ist der Papa vom Simon. Vom Simon. Der Simon hat nämlich dieses Auto, das haben wir eben schon gezeigt, ein saurer Lizenzbau von OM. Und du hast hier auf dem Platz wahrscheinlich das älteste Wohnmobil. Das ist vermutlich das älteste Fahrzeug mit Baujahr 54. Und das ist ein Original Saurer. Ein Original Saurer. 1954 heißt, der ist kurz am Krieg gebaut worden. Und ich sag mal, wie war das hier in der Schweiz? Hatten die alles kurz nach dem Krieg oder war das ein Problem in der Schweiz? Nein, also meines Wissens war es nicht direkt ein Problem. Es hat Einschränkungen gegeben, natürlich. Ich kann mich erinnern, mein Großvater hat mir erzählt, dass beispielsweise Gummi, hauptsächlich während dem Krieg oder kurz nach dem Krieg, wirklich Mangelware war. Da wurden sogar Reifen, die nachgerillt wurden, wurde der Gummi beiseite gelegt. Das wurde also nicht weggeworfen. Damals. So, der hatte einige Features, die ich schon von anderen Saurern kenne. Ich glaube, die Scheibenwischer gehen mit Druckluft, oder? Das ist richtig, jawohl, das sind Druckluftwischer. Die sind über Ventile stufenlos in der Geschwindigkeit einstellbar. Jeder selber, oder? Jeder einzelne, ja, richtig. Ja, die Fahrzeuge sind ja gebaut. Die Schweiz ist ja bekanntlicherweise bergig und früher waren die Straßen ja nicht so breit wie heute. Und Passstraßen und so weiter, die mussten ja funktionieren, auch im Winter, im Sommer, überall. Die sind gebaut worden für die Ewigkeit, oder? Man kann es so sagen, ja. Und in diesen Jahren ohnehin waren die Busse noch auf LKW-Fahrgestellen aufgebaut. Also das Fahrzeug ist auch ohne Aufbau voll funktionsfähig. Das wurde speziell so bis in die späten 60er Jahre aufrechterhalten. Also das heißt, er hat noch einen Rahmen unten drunter? Das ist ein voll tragbares Fahrgestell. Das hätte gerade so gut ein LKW geben können. Toll. Hubraum von dem Fahrzeug? Der hat einen 5,8 Liter Vierzylinder-Motor mit Direkteinspritzung. Wahnsinn, zu der Zeit, oder? Ja, und was besonders ist an dem, nicht mehr ganz original, muss ich sagen. Der hat einen Schraubenradverdichter drauf. Das heißt, er ist mechanisch aufgeladen. Der Originalmotor mit demselben Hubvolumen hatte 80 PS und der mit dem Schraubenradverdichter hat jetzt 110 PS. Gut, das merkt man, oder? Das merkt man deutlich, ja. Also ich kenne das nur damals von Mercedes-Benz, die hatten sowas. Also das war so im Prinzip eine Verdichtung, die nicht mit dem Turbo ging, sondern mit einem... Ja, das ist ein mechanischer Verdichter. Der ist über die Riemenscheibe, über 3 Keilriemen nebeneinander angetrieben. Der wird direkt ab der Kurbelwelle über Keilriemen angetrieben. Ja, ich merke schon, du kennst dich gut aus. Wann fing das an mit deinem Hobby? Das hat sehr früh angefangen. Das war eigentlich 1975. Im Spätherbst habe ich das Fahrzeug erworben von der Post, also nicht von der Post direkt, sondern von einem Autohalter. Wir haben ja Lizenznehmer bei uns in der Schweiz, sogenannte Autohalter. Die fahren im Auftrag für die Schweizerische Post. Ah, ich verstehe. Das heißt also, es gibt dann, wie das im Prinzip in Deutschland so ist, da gibt es ein Streckennetz, das wird vergeben und die machen das dann und die sind von außen nicht so erkennbar. Das sieht von außen aus, als wäre es die Post selber, oder? Das ist bei uns praktisch dasselbe, ja. Also die fahren im Auftrag der Post. Die haben Verträge. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, da mal zumachst, dass man mal kurz sieht, wie das geschlossen aussieht. Denn die Fahrzeuge früher waren unglaublich windschnittig, auch hinten. Ich meine, es hätte hinten ja gar nicht so windschnittig sein müssen, oder? Nein, aber es ist natürlich so, teilweise sind die Fahrzeuge wirklich kundenspezifisch aufgebaut worden. Da hat es beispielsweise Fahrzeuge gegeben, die haben auch noch früher die Post, also die Postsäcke transportiert. In abgelegenen Tälern wurde beispielsweise auch noch Milch transportiert in Kannen. Milch in Kannen. Also die Post hat da verschiedene Aufträge ausgeführt. Ja, Ist heute nicht mehr der Fall.
Echt nicht? Okay. Aber es ist ja so, dass, ich sag mal, die Post, die war der Universaldienstleister, also auch für Transporte, für vielleicht Bankwesen auch, für alles, oder? Ja, da hat es verschiedene Dinge gegeben. Im Detail weiß ich es auch nicht. Ich kann mich einfach zurückerinnern, eben wie ich habe es erwähnt, Gepäck transportiert wurde, also Postsäcke Ja. mit Briefen, mit Paketen und eben auch teilweise in abgelegenen Seitentälern. Da wurden Milch oder auch Lebensmittel noch transportiert. Aber das war dann wirklich in abgelegenen Tälern. Ja, du hast fast alles neu gemacht, also auch hier die Gummis und so weiter. Also Sehr viel ist ersetzt worden, allerdings erst vor relativ kurzer Zeit. Wir haben ja das Fahrzeug 1975 erworben. Seit 1976 sind wir mit dem umgebaut als Wohnbus unterwegs. seit 76. Ja, Warte, ich zeig dich mal gerade. Du bist jetzt, wie alt bist du denn? ich bin 66 Du bist 66 und du bist seit und seit 76. 45 Jahren haben wir das Ach, mit deinem Fahrzeug. Vater? Entschuldigung? Du hast ja mit 8 Jahren oder mit... Nein, nicht ganz. Also 66, 45, mit 21 habe ich begonnen. Mit 21 hast du Ja. bekommen. Ich Okay. habe das Fahrzeug mit 21 Jahren mir erworben, zu jener Zeit für einen Schrottpreis. Das kann ich ruhig sagen. Ach, ich hab's jetzt. Du bist nicht 66 geboren, du bist 66 Jahre ich bin alt. 66 Jahre alt. Jetzt habe ich's. Da war der Rechenfehler. Ich bin dasselbe Baujahr. Du bist baugleich. Baujahr gleich, jawohl, wie das Stark. Fahrzeug. Das ist ja toll. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, du fährst das Auto so Seit wie, 45 Jahren. seit 45 Jahren Seit 1975 im Als- Herbst erworben als Wohnmobil. und umgebaut über den Winter und seit 1976 als Wohnmobil unterwegs. So, jetzt, was ist da drunter unter der Klappe? Da ist einer der beiden Tanks. Ich kann das mal öffnen. So, und da ist der Tank mit dem Einfüllstutzen. Diesel oder was kommt da rein? Dieselöl, ja. Okay. Verstanden. Also da hast du einen Tank. Auf der anderen Seite ist dasselbe noch einmal. Jetzt hast du eine Tür. Die Tür geht zur falschen Seite aus. Ja, das ist, oder je nachdem zur richtigen Seite. ja. Was halt auffällt, ihr habt ja viele Bergfahrten, da hat mich dein Sohn schon informiert, da ist das Lenkrad immer rechts. Genau. Das hat eben seinen Ursprung eigentlich in der Straßenbeschaffenheit. Früher waren die Straßen teilweise, insbesondere im Alpenraum, relativ schlecht befestigt. Und für den Fahrer war es von Vorteil, wenn er am Fahrbahnrand gesessen hat. Der konnte dann runtergucken, wie das ist und so. Ganz genau. Es gab wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen Absturz, oder? Von so einem Auto. Auch das hat es gegeben, es war aber eher selten. Dazu kann ich vielleicht noch erwähnen, die alte Straßenverkehrsgesetzgebung bei uns, die war sogar die Vorschrift, dass das Postauto immer bergseitig kreuzte. Das heißt, das Postfahrzeug ist immer an den Hang gefahren und die übrigen Fahrzeuge mussten talwärts kreuzen. Ah, okay. Nach dem Motto, wenn ein Einzelner hinuntergeht, ist es weniger tragisch, als wenn ein besetztes Fahrzeug runtergeht. Schau mal hier. Es klingt brutal, aber es ist Tatsache. Wurde aber in den 50er Jahren geändert. Achso, damit also die Leute, wo mehrere Fahrzeuge, wo mehrere Leute drin saßen, die hatten dann mehr Sicherheit. Die hatten mehr Sicherheit, so ja. So, der sieht ja auch schick aus, oder? Das ist ein sehr schönes Fahrzeug, ja. Ich finde das ein sehr formschönes Fahrzeug. Gefällt Wahnsinn. mir sehr gut. Also diese Stromlinienförmigkeit, die war ja früher ganz, ganz oft auch bei Gebäuden zu sehen. Ja, und auch eben da im Fahrzeugbau, sei es in Deutschland, sei es bei uns, das hat in den 50er Jahren sehr schöne Fahrzeuge gegeben. So, das ist jetzt ein Mercedes Ja. drunter. Wer den Aufbau gemacht hat, weiß man nicht, aber ein Schweizer fährt's. Boah, ist das schön. Also jetzt nichts gegen deinen, aber das ist was ganz anderes. Das ist ganz was anderes, aber das ist ein sehr schönes Fahrzeug. Auch der, muss ich sagen, der gefällt mir sehr gut. Also ich mag das, wenn die Leute auch das ernst nehmen, und wenn du ihn jetzt schon so lange hast, dann ist das ja ein Teil der Familie, oder? Kann man fast so sagen, ja. Also er gehört richtig zur Familie, ja. Komm, wir schauen mal rein. Eine Besonderheit, er hat natürlich in Schweizer Verhältnissen, da ist er kalt, Doppelverglasung mit Heizung, mit Scheibenheizung. Ja, das ist richtig.
das sind aufgesetzte Gläser mit den Heizdrähten, weil die Fahrzeuge hatten in der Regel keine Defrosteranlage. Und somit konnten die Frontscheiben natürlich immer klar gehalten werden. Das ist Wahnsinn früher, oder? Es ging ja gar nicht ohne, oder? Nein, eben, das Einzige wäre eine Defrosteranlage gewesen. Aber die Heizscheiben, das hat sich sehr lange bewährt, auch beispielsweise bei der SBB, bei der Schweizerischen Bundesbahnen. Die Lokomotiven wurden sehr lange mit Doppelverglasung geliefert, mit Heizscheiben. So, das heißt, die Leute sind hier eingestiegen und dann ganz eng am Chauffeur vorbei, oder? Jawohl. Also dazu muss ich sagen, der Fahrersitz ist nicht mehr ganz der Originale. Der Originale, der schwenkt, wenn man ihn drehte, schwenkt er ein bisschen weiter weg. Okay. Aber aus Komfortgründen haben wir den gewechselt. Okay, das heißt, wenn du mal ein paar Stunden fährst, dann ist das angenehmer, oder? Das ist angenehmer, ja. Gut, das darf ja so sein. Aber hier unten drunter, die Verstellungen so, das ist alles original, Das oder? ist soweit noch original, ja. Ist das hier die Höhe, oder? Nein, das ist das Gewicht. Das Gewicht? Das Ist ein Schwingsitz? Einstellung, ja. Ist es, Das ist eine Feder und Federsitz und durch die Gewichtserhöhung wird eigentlich die Feder mehr vorgespannt. so, jetzt hast du hier vorne Handbremse, oder was ist das? Ja, das ist zum einen die Handbremse, dann dahinterliegend ist der Schalthebel mit Zusatz, also mit dem Schnellgang. Der hat original ein Vierganggetriebe mit einem Vorgelege, das man als Halbgang einsetzen kann. Somit entstehen 8 Schaltstufen. Wahnsinn. Und der weitere Hebel da, das ist Warte, ich guck mal mit, dass ich den mal sehe. Also das heißt, wir haben hier einen, rechts ist die Handbremse, dann die Schaltung und dann? Und dann der Hebel da, Ja, der da, ja. das ist ein Zusatzgang, also Zusatzschalthebel. Und zwar, das Fahrzeug hatte original eine Endgeschwindigkeit von 60 km/h und ich habe das für mich und für uns abgeändert. Ich habe eine zusätzliche Schaltstufe eingebaut und somit habe ich das ist nur ein Gang, habe ich 33% Geschwindigkeitserhöhung. Natürlich mit Eintragung. Das war Spaß. Ist offiziell so. Nee, ist ja klar. Das hast du selber gebaut, die Änderung? Oder? Selber gemacht, ja. Und wie? Bist du Zahnradmechaniker, oder? Also die Schaltstufe, die war aus einem alten Schweizer Fahrzeug, ein FBW. Ja. FBW ist ja auch eine reine Schweizer Konstruktion und das Getriebe, die Schaltstufe, die war aus einem Abbruchfahrzeug. Okay. Und anstelle des Zwischenlagers bei der Kardanwelle habe ich den eingebaut und habe dann die beiden Wellen vom Getriebe zur Schaltstufe, System Maybach, und dann von der Schaltstufe bis zur Hinterachse habe ich entsprechend kürzen lassen. Meine kurze Frage, hier ist so ein Leerlaufhebel, das heißt also der bestimmt den Leerlauf, oder wie? Ja, es ist so, das ist die Motorbremse, Ja. das ist eine reine Staudruckbremse. Ja. Die macht eigentlich nur eine Klappe am Ende des Kollektorrohrs beim Auspuff, macht die zu und das gibt einen Gegendruck auf die Kolben und hat somit eine Bremswirkung. Und das da, der linke Hebel, das ist nichts anderes als ein Handgas. Also wenn man jetzt den Hebel runterzieht, Ja. dann senkt sich auch das Gaspedal da ab. Okay, was hat das für einen Grund, dass man das will? Eigentlich in der Regel braucht es das nicht. Ja. Ich muss ja keine Motordrehzahlerhöhung haben, wie beispielsweise beim LKW mit dem Kran. Ja. Also es wäre nicht unbedingt notwendig. Ich habe ein kleines bisschen abgeändert. Wenn ich den Hebel nicht ein Stück runterziehe, Ja. habe ich keine Füllung. Also dann Geht er aus. geht er aus, richtig. Und beim Fahren, beim Talwärtsfahren, hat es den Vorteil, dass mir der Motor ohne die Motorbremse bereits, wenn ich das Gaspedal loslasse, hat er die beste Bremswirkung. Ah, ich verstehe. Das heißt, du brauchst die Motorbremse gar nicht. Du machst einfach Ich den... brauche sie auch, Ja. aber
der Motor, sobald ich das Gaspedal loslasse, ist der Motor, also die Einspritzanlage auf Nullfüllung. Okay. Und somit, wenn ich halten würde oder die Kupplung drücken würde, dann würde das Fahrzeug absterben. Das ist ja das große Problem bei den Einspritzern, dass die Motorbremse nicht mehr gut geht. Ja. Das haben mir viele erzählt. Und du kannst im Prinzip die Einspritzung abschalten dadurch, oder? Ja, sobald ich das Gaspedal loslasse, ohne dass ich das Handgas betätige, dann stirbt der Motor ab. Sehr schön. Da vorne ist noch so ein Regler. Was ist das? Die Heizung, oder? Das da? Ja. Nee, das ist eine Umschaltung. Ich habe 2 Sätze Batterien drin. Die Starterbatterien und die Verbraucherbatterien. Und mit dem auf Handbetrieb. Achso, du kannst die benutzen. Ich verstehe. Oder beide Batteriensätze oder nur die Zusatzbatterien kann ich so immer starten. Von der Lichtmaschine laden. Das ist nur die Ladung. Okay. Starten kann ich nur mit den Starterbatterien. Die Verbraucherbatterien für den, für den Haushalt, wenn man es so sagen will, die sind getrennt. Die haben mit dem Fahrzeug gar nichts zu tun. Und auch die Starterbatterien, ich kann, wenn ich Licht einschalte zum Beispiel, sind die Starterbatterien immer getrennt. Somit habe ich nie leere Starterbatterien. So, jetzt hast du hier vorne Victron Energy eingebaut, Solarcharger. Jawohl. Das heißt, im normalen Betrieb, auch wenn er mal draußen steht, die Batterien werden nicht leer, oder? Genau. Riesenvorteil. Ja, eigentlich in der Regel sollten wir nie mit leeren Batterien dastehen. So, das tut ihnen auch gar nicht so gut, habe ich gehört. Ja, eben Tiefentladung, schlecht. Sagt man ja, ist der Tod der Batterien. So, du hast viele Hebel, aber man kommt damit relativ schnell klar, oder? Nach einer Einweisung? Es ist Gewöhnungssache, aber ich habe keine Probleme damit. Gut, in den vielen Jahren habe ich das Fahrzeug natürlich... Du kennst ihn, das heißt, wenn sich da irgendwas verändert am Motorsound, da weißt du schon, was ist, oder? Das ist sehr oft der Fall, dass nur schon Geräusche. Ja. Da darf ich vorne mal reinschauen in den Motor? Ja, natürlich. Komm, ich komm mal zu dir. Das war ja früher, war das total Trend mit diesen langen Hauben, oder? Ja. Es hat fast ausschließlich Haubenfahrzeuge gegeben. So. Oh, ein Horn hast du auch. Ja, nicht ganz legal. Gut, man muss sich auch ein bisschen Gehör verschaffen, oder? Genau. Auf Treffen. Genau. So, eben. Da ist der Motor, ein saurer Diesel. Boah, ist der stark. Und du kennst den komplett auswendig, den Motor, oder? Ich würde sagen, ja. Also in der Regel weiß ich genau, was zu machen ist, wenn mal was ist. Und ich kenne die Fahrzeuge, sei es Motor oder Getriebe, so dass ich eigentlich normale Reparaturen durchführen kann. Es gibt Dinge, die kann ich nicht. Und die macht denn wer? Wer macht die? Ja, da muss ich mir einen Spezialisten suchen. Und das wäre beispielsweise bei der Einspritzanlage eine Einspritzpumpe. Die kann ich nicht revidieren. Das geht nicht. Also wenn ich da mal einen Schaden habe, dann muss ich wohl oder übel jemanden finden, der es kann. So, sag mal hier, diese Fühler hier, die haben eine ganz praktische Funktion, oder? Genau. Das ist für mich eigentlich nur ein Warnzeiger, wenn ich irgendwo mal wenden muss und ganz nah an einer Mauer bin. Wenn der streift, dann weiß ich, da habe ich unten noch rund 10 cm. Stark. Weil ich sehe ja aus meiner... Du hast ja keinen Spiegel vorne, ja. Ja, aus meiner Sitzposition sehe ich die Ecke nicht. Also habe ich da ein Hilfsmittel. So, und das ist schon ein paar Mal passiert, dass du das brauchtest? Hat es auch schon gegeben, ja. Ich war auch schon froh drum, ja. So, die Auspuffanlage, die ist noch original, oder? Ja, natürlich auch. Insofern nicht mehr, dass ich den Motor gewechselt habe. Aber die Auspuffanlagen, die sind praktisch bei allen gleich. Ich habe eigentlich nur das Rohr, das ist ja hier, das ist die Motorbremse, die Auspuffklappe, die schließt, oder, wenn ich mit dem Hebel zumache. Und ich habe einfach ab dem Ort bis hinunter habe ich das Rohr anpassen müssen. Sonst wäre es immer noch original. Es sieht so aus, als hättest du das warme Wasser angezapft, oder? Das ist richtig, jawohl. Ich habe mir
Heizleitungen nach hinten, also einerseits mal in den Fahrerbereich gezogen und zum Zweiten auch nach hinten in den Wohnbereich, sodass wir, wenn wir in der kühlen Jahreszeit unterwegs sind, hinten heizen, während dem Fahren heizen können, sodass, wenn wir halten, bereits ein bisschen temperiert ist. Schön warm ist. Ja. So, du kannst auch abschleppen? Jawohl, ist möglich. Ich hoffe allerdings, dass ich es nie brauche. Nee, gut, es kann ja mal sein, dass das irgendwie mal rausgezogen werden muss oder so. Da wäre so ein Punkt. Hat es auch schon gegeben, aber da brauche ich eher die Kupplung hinten. Okay. Hast du eine Sperre drin? Nee, hast du nicht. Nein. Ist das schlimm in der Praxis? Ich war noch nie darauf angewiesen. Ich habe jahrelang aus Sicherheitsgründen Ketten mitgeführt, aber nie gebraucht. Habe ich irgendwann weggenommen. So, hier vorne ist das Ölkännchen. Das ist auch in Benutzung öfter? Ja, ab und zu. Eher selten. Weil bei normalen Servicearbeiten da brauche ich es nicht. Und zwischendurch, ja, ab und zu mal, aber nicht regelmäßig. Und die Fahrzeuge früher, die gab es oft, oder? Die hat man oft gesehen auf der Straße? Ja. Die Post hat eigentlich ausschließlich Saurer und FBWs gehabt. Ja. Also Berna gab es auch noch. Ja. Aber Berna ist ja sehr früh von Saurer aufgekauft worden. Somit war eigentlich nur noch der Name, der existiert hat. So, hier stehen ja ganz, ganz viele Exponate. Es kommen jedes Jahr neue Leute, die du noch nicht kennst, oder? Das ist so, ja. Also man sieht jedes Jahr wieder neue Fahrzeuge, die man bis anhin noch nicht gesehen hat. Komm, wir gehen mal rein, denn drinnen, du hast die gute Stube richtig schön gemacht. Die ist in der Form laufend renoviert worden, oder ist das so eine Sache? Ist eigentlich immer noch der Ausbau von damals. 45 Jahren. Sag mal, was ist das da für ein Hebel, der da? Das ist der Druckregler. Die Bremsen sind ja hydraulische Zweikreis mit Druckluft unterstützt. Und das ist der Druckregler, der regelt bei rund 5,5 Bar ab. Und der Anschluss, den man hier sieht, wäre noch eine Pneufüllmöglichkeit. Also so für Reifendruckkontrolle. Genau, ich kann da mit dem Hebel umschalten, den Füllschlauch anschließen und somit Reifen füllen. So, du hast nachgedacht beim Ausbau und du hast also eine Möglichkeit, nach hinten zu gucken über den Spiegel. Ja. Die gab es ja vorher auch schon. Der Spiegel war wahrscheinlich schon drin hier, oder? Ja, Innenspiegel war bereits drin. Es war ein bisschen kleinerer, aber Innenspiegel hat es gehabt. Schon auch deswegen, weil ja für den Fahrer zu original Postautozeiten er immer eigentlich auch hat sehen müssen, was die Fahrgäste hinten machen. Dummheiten oder so? Ja, oder wenn mal irgendwas gewesen wäre, hätte es über den Rückspiegel auch während der Fahrt gesehen. So, hier vorne links, ist das eine Bank oder was hast du hier? Ja. Das ist eine Möglichkeit, wenn wir beispielsweise ein bisschen mehr Personen zu Besuch haben, dann können wir das da abklappen, also die nach draußen klappen, so, und so runterklappen. Und somit können da auch noch 2-3 Personen sitzen. Es ist so simpel, oder? Manchmal. Ja, ist eine ganz einfache Konstruktion, aber es hält. Also, da kann man gut drauf sitzen. Das hält problemlos auch 2 oder 3 Personen. Du kannst dich noch gut daran erinnern, als du das Fahrzeug entwickelt hast? Oder den Innenausbau? Ja, eigentlich schon. Weil das sind unglaublich viele Details. Also hier auch mit dem Spanngurt, dann hier mit dem Teil, das du einhakst. Das ist. Gut, anfänglich haben wir es ein bisschen anders fixiert gehabt. Das hat sich im Nachhinein ergeben. Aber der überwiegende Teil ist eigentlich wie vor 45 Jahren. Also die beiden Sitzbänke, Tisch, das ist überhaupt nichts geändert worden. Die Kocherei, die Kombination da ist auch immer noch dasselbe, da haben wir nichts geändert. Was zusätzlich gekommen ist im Laufe der Jahre, das ist das Schränkchen da über der Kocherei, aber auch das da, das ist immer noch das Original. Du kannst das absenken, wenn du jetzt das als Arbeitsplatte gerne benutzen möchtest, ja, oder? Das ist ganz einfach. Zeig mal bitte. Wir haben, Entschuldigung. Ja.
Nimm das schnell weg. So. Während der Fahrt ist ja der Ausguss da, der lässt sich runterschwenken. Dann können wir das so runterklappen und das ist eigentlich die Fahrtstellung. Jetzt hast du Riesenplatz. Ja, also das ist die Stellung, wenn wir unterwegs sind und wenn wir stehen oder eben wenn gekocht wird, wird der so hochgeklappt. Das ist ein ganz billiger Riegel, der benutzt wurde bei Fensterläden. Der sieht aber aus, als wäre er schon immer drin gewesen. Ja, wurde aber da extra für das eingebaut. Ja, dann hast du ja Doppelkochfeld. Ja. Das ist das Original, was früher drin war. Das war alles so drin schon früher. Also das haben wir so eingebaut. Nein, ist klar, aber seit wir das, jawohl. Seit den 70ern. Der Chromstall ist seit 45 Jahren drin. Der Kühlschrank, der ist in der Zeit gewechselt worden. Und zwar ist das zwischenzeitlich der dritte. Gut, die verschleißen ja auch schon mal, oder? Ja, genau. Also irgendwann ist halt mit denen fertig. So, das ist so. Dann haben wir hier das Bad. Toilette und sag mal, das hier ist doch die Urzelle aller Wohnmobile, was ich hier sehe. Das hat sich ja gar nicht so viel geändert, wenn du so auf den Caravansalon gehst. Ja. Und schaust dir das an manchmal. Da ist auf der rechten Seite ist hier genau die Nasszelle. Gut, ich denke, das hat sich einfach so ergeben aus den Möglichkeiten. Wir haben einerseits beim Ausbau ein bisschen drauf geschaut, dass man die Scheibenpfosten integrieren konnte, oder? Das ist jetzt von Wand zu Wand ist genau die Fensterbreite. Eine Scheibe immer. Eine Scheibe, ja. Nicht übermäßig groß, aber ja, ist gut. man verbringt ja wenig Zeit da drin. Dusche habt ihr auch drin? Ja, wir haben eine Einrichtung, die ist hinten drin, können wir da installieren und dann haben wir da eine Duschmöglichkeit. Okay. So, jetzt habt ihr einen richtig großen Schrank wie zu Hause. Jawohl. Schiebetüren. Oh, wie genial. Du kannst sie komplett öffnen. Ja. Ein begehbarer Kleiderschrank. / Annähernd, ja. Auf. Ja. Ja, eigentlich eben alles, was zum Leben gehört, ist da drin. Und da hinten haben wir noch etwas Kleider, Wäsche, Handtüchlein etc. Toll. Ich bin begeistert. Und dann so, mit Magnet hält alles, oder? ja. Und dann aus Sicherheitsgründen während der Fahrt wird das gemacht. Zeig nochmal bitte. Für Leute, die es Wenn wir nicht... stehen, Also du hast oben auch eine Flügelschraube. Flügelschraube, ein Flacheisen und während der Fahrt wird es so runtergeklappt. Und dann kann sich das nicht mehr öffnen. Stinkt einfach, aber es funktioniert. Du bist so genial. Das ist cool. Das gefällt mir. So, auch da hast du eine Sicherung oben drin. Das ist so ein Riegel. Okay. Billige Version von... Du hast noch Taschentücher, echte Taschentücher. Ja. Das gibt es immer seltener. Ich habe Papiernasstücher nicht besonders gern, außer in Notfällen. Aber sonst Stofftücher. Dann haben wir da ist noch eine Schublade. Ja. Ist im Moment, weil wir nur kurz unterwegs sind, ist die natürlich mehr oder weniger leer. Da haben wir eine weitere, ist auch noch gesichert. Auch ein kleiner Riegel. Auch dasselbe, einfach aufwärts. So Nähzeug und Zubehör und was weiß ich alles, was man so hat. Genau. Das heißt, jeder Zentimeter ist genutzt hier. Ist recht gut, finde ich, ausgenutzt. Wir haben auch da hinten das Bett. ist noch, zum einen das Bett und da haben wir noch einen Stauraum. Wir liegen mit dem Köpfen da. Da haben wir die Füße. Da sind Füßen drunter. Und unter diesem Stauraum. Du bist ziemlich groß, oder? Wie groß bist du? Ich war mal knapp 1,80, zwischenzeitlich altersmäßig leicht geschrumpft. Und das passt hinten gut? Kein Problem. Kein Problem. Wir haben knapp 2 Meter in der Breite,
Also das ist kein Problem. Das geht. Wenn du mal kurz rauskommst, dann filme ich mal gerade rein. Ja, denn das Bett ist natürlich Dreh- und Angelpunkt. Die Füße gehen so ein bisschen zusammen, denn, oder? Ja, das heißt? Also wir haben im Achselbereich, Kopf-Achselbereich haben wir rund 1,45 Meter und im Fußbereich ist es etwa 1,20 Meter. Und du kannst die Tür ja hinten aufmachen. Die kann man öffnen, ja. Also wenn Genau. es mal sehr, sehr warm ist, kannst du ja auch machen. Ne? Haben wir in der Regel auch, wenn es ganz warm ist, haben wir hinten geöffnet und allenfalls einfach schräg gestellt. Was ich toll finde, er riecht überhaupt nicht alt. Er riecht ganz neutral, der Wagen. Das ist so, wenn du so reinkommst in manche Autos, die riechen dann so, weißt du, ich habe einen VW-Bus, einen T3, der riecht nach, der riecht nach Diesellok, so ein bisschen, aber hier gar nichts, du riechst nichts. Gut, wenn das Fahrzeug steht, dann ist auch immer gelüftet. Also wir haben, in der Regel steht er bei uns zu Hause in der Garage und dann sind Die Klappen die Scheiben mehrheitlich sind unten, sodass es eigentlich immer gut durchlüftet ist. So, und da vorne ist das Gewürzregal. Ja. Muss ich ja mal zeigen. Und das ist eine Besonderheit. Das ist kein Mikado oder so irgendwas, sondern das ist ein Schweizer Stromstecker, oder? Das ist richtig, jawohl. Wir haben einen Wechselrichter eingebaut, so dass wir 230 Volt aus den Batterien ziehen können. Und somit können wir auch beispielsweise die Kaffeemaschine, eine Espressomaschine betreiben. Ja. So, Spiele habt ihr ganz viele? Bitte, du wolltest noch was sagen. Gespielt wird bei uns noch oft. Uno auch. Uno auch, natürlich, ja. Aber was in der letzter Zeit eher oft gespielt wird, das ist das Dock. Dock, ja, Brandy Dock. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das bei... ist das, oder? Nein, das ist eigentlich, soll ich sagen, es ist ein Kartenspiel. Ja. Das ist aber ähnlich, ja, weit entfernt von Mensch, ärgere dich nicht. Brandy Dog heißt. Brandy Dock, ja. Ich werde es mal googeln. In der Schweiz bestens bekannt. Ist hier unten drunter noch was unter den Sitzen eigentlich? Ja, also es ist so, die Bänke, die haben beide Stauräume. Richtig viel sogar. Ja. Ja, und da haben wir auch mehrheitlich Ja, Spielmöglichkeiten. Ich habe da noch einen gewissen kleinen Teil Spezialwerkzeuge drin. Du kannst das hier aber zum Bett umbauen, oder? Das kann ich zum Bett umbauen, also da kann ich da so runterdrehen, Das kenne ich noch von früher, von bis meiner es Oma. horizontal ist. Und dann ist es so, dann kommt da der wieder zum Einsatz. Ah, okay, das ist die Verlängerung. Jawohl. Dann geht es da raus. So. Ach, das eine wurde runtergeklappt und jetzt kommen beide Seiten. So. Ja. Ganz rein. So. So. Und dann hast du Liegewiese. Und dann haben wir da die Fläche. Natürlich, der Durchgang ist geschlossen. Ja, gut, du hast hinten eine Tür, eine Nottür. Das ist das eine. Und was wichtig ist, wenn da 2 Personen schlafen und hinten 2, die Toilette ist in der Mitte. Okay. Das ist sehr wichtig. Ich bin begeistert. Du hast es, wie viele Kinder hast du? 2. 2. Und die waren immer beide mit? Die sind in dem Fahrzeug groß geworden. Den Junior hat es gepackt, der hat einen eigenen. Ja. Und die Tochter, die ist mit ihrem Ehemann, war das letztes Jahr, ja, waren sie eine Woche mit uns unterwegs mit dem Fahrzeug. Sie sind gekommen, können wir mitkommen. Echt? Ist das selten, oder? Ja, das ist wirklich selten und die Tochter ist über 30-jährig, also es hat Spaß gemacht. Ich mag dein Schlüsselbrett. Oder zum Beispiel hier vorne hast du eine Trockenmöglichkeit für Handtücher und so. Jawohl. Das Schlüsselbrett ist ja wohl der Das ist ein Produkt Ja, meiner Produkt. Frau. deiner Frau. Ja. Cool. Ach, ich könnte noch stundenlang berichten. Ich muss weiter, weil es sind doch so viele andere da und ich habe ja nur noch
Nur noch 3 Tage, nee, heute morgen und übermorgen. Und Sonntag. Und die fahren ja doch relativ früh. Sonntags fährt man wann los hier? Um 5? Es ist sehr unterschiedlich. Es hat Teilnehmer, die fahren am späten Vormittag weg. Dann hat es natürlich Teilnehmer, die bleiben bis am Abend. Es gibt aber auch solche, je nach Platz, wo man ist, kann es auch mal sein, dass man sogar bis am Montag bleiben kann. Okay. Es gibt auch etliche, die dann bis am Montag bleiben und dann irgendwann im Laufe des Montagmorgens wieder nach Hause fahren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da draußen an den Fernsehern und natürlich an den Computern mal ein ganz tolles Auto zeigen, was ein Teil der Tradition aller Schweizer bedeutet, die nicht nur älter sind, sondern auch die Jugend interessiert sich dafür. Saurer, das ist der Hammer. Ich finde, die Story rund um Saurer, die ist natürlich oft erzählt worden, oder? Die war wahrscheinlich oft im Schweizer Fernsehen, oder? Ja, das hat sehr viel Beiträge gegeben. Leider natürlich am allermeisten, als einerseits die Produktion eingestellt wurde, also die Firma praktisch den LKW- und Busbau eingestellt hat. Ja, das war, glaube ich, die wurden übernommen und dann war irgendwann Schluss, oder? Ja, sie wurden ja von Mercedes wurden übernommen und dann 1983, 1984 wurde die Produktion leider, muss man sagen, eingestellt. Gab es denn oder gibt es jetzt noch Schweizer Hersteller LKWs? Oder gibt es denn eine Fabrik, wo LKWs gebaut werden? Nein. Nee, nicht Nein. Was noch gebaut wird in der Schweiz, das sind Aufbauten auf LKW und Busse. Aufbauten werden noch auf verschiedene Fahrgestelle aufgebaut, aber LKW- und Busherstellung als Komplettherstellung gibt es leider nicht mehr. Ja, ich bin stolz auf dich. Und der Rufname war nochmal? Dein Rufname? Mein Rufname ist Rees. Rees war es. Kurz und bündig. Für Andreas. So, ja. Habe ich es ja doch noch in Erinnerung gehabt. Heute am 20. August 2021, tolle Doku, finde ich, über ein Fahrzeug, was so auf die Straße muss. Baujahr nochmal, was war es, 54? 54. 1954. Das wahrscheinlich älteste Wohnmobil hier auf dem Platz, aber das werden wir sehen. Ich sag mal das wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss. Danke.